Man kann davon ausgehen, dass etwa 90% der Menschheit mit einer überlasteten Leber leben. Und die allermeisten haben keine Ahnung davon. Doch glücklicherweise können wir etwas dagegen tun. Die Leber möchte loslassen. Sie möchte Erleichterung. Sie möchte sich von dem täglichen Übermaß an Fett und der lebenslänglichen Konfrontation mit pathogenen Keimen und Giftstoffen, sie möchte sich davon erleichtern. Ja, sie möchte, dass wir befreit werden von diesen Beschwerden. Und da möchte sie wirklich an die Ursache der Probleme rangehen. Ja, sie möchte die Ursachen wirklich angehen, so dass sie den Körper befreien kann von unreiner Haut, von der Launenhaftigkeit oder Gewichtsschwankungen. Ja, sie möchte pure Energie erleben. Die Leber möchte angehäuften Mist loswerden und wieder in ihrem vollen Glanz erscheinen und voller Energie für Gesundheit sorgen. Aber auch wenn sie all das möchte, möchte sie diesen Vorgang sanft und sicher erledigen. Denn die Leber ist ein enorm sensibles Organ. Und es ist so wichtig, dass wir sie so annehmen, wie sie ist. Es ist wichtig, mit ihr zu arbeiten und nicht gegen ihr Naturell. Ja, damit dieser Prozess der Reinigung sanft und schonend abläuft, brauchen wir tatsächlich Mitgefühl und Fürsorge für dieses Organ. Um ein tieferes Verständnis für dieses Organ gewinnen zu können, nehme ich euch in die 369 Leberreinigung mit hinein. Wir sprechen bei dieser Reinigung oft von einem leberschonenden Morgen. Was dieser bedeutet und was die Zahlen 369, wofür die überhaupt stehen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Die 369 ist eine 9-tägige Leberreinigungskur. Sie steht in den 2 Büchern. Das eine heißt Heile dich selbst und das andere Heile deine Leber, die von Anthony William geschrieben wurden. Wir sprechen hier von 3 aufeinanderbauenden Phasen. Die erste Phase geht von Tag 1 bis 3, die zweite Phase von Tag 4 bis 6 und die dritte Phase von Tag 7 bis 9. Das Interessante ist, dass diese Reinigung keine Diät ist und es an sich nichts mit Verzicht zu tun hat. Man verzichtet zwar auf einige Sachen, dafür nimmt man viele andere Sachen mit hinein, so dass es nicht dazu kommt, dass man hungert. Wir wissen, die Leber ist ein Wunderorgan. Sie arbeitet Tag und Nacht für uns. Ja, man kann so sagen, sie ist die beste, vertrauenswürdigste Freundin, die wir haben. Deine Leber ist der Grund, dass du trotz all dem, was du bisher erlebt hast, immer noch am Leben bist. Eine vitale Leber vermindert dein Stressempfinden, wirkt verjüngend und fördert körperlich, geistiges und spirituelles Wachstum. Fangen wir an mit der berühmten Morgenroutine. Wir starten die Morgenroutine leberschonend. Das bedeutet, wir reduzieren den Fettgehalt auf 50% für die ersten 3 Tage. Für mich, ich gestalte schon seit 2 Jahren meinen Morgen komplett fettfrei. Und wie man das machen kann und wie der Vorschlag auch für diese leberschonende Reinigung ist, erkläre ich euch jetzt. Ich starte immer mit einem halben Liter Zitronen- oder Limettenwasser. Dann nehme ich einen halben Liter Wasser und quetsche ein bisschen Bio-Zitrone rein und trinke das. Das spült die Leber und den Darm schon mal richtig durch. Es hilft, all die Stoffe, die die Leber über Nacht vorbereitet hat, dass der Körper das richtig schön gehen lassen kann. Das Interessante ist, dass wir in der Phase auf Fett verzichten bis zum Mittagessen. Das heißt auch auf gesunde Fette wie Avocado oder Nüsse. Und natürlich verzichten wir auch auf alles Leberbelastende. Zum Beispiel das, was wir in unserer Gesellschaft sehr gerne morgens schon konsumieren, ist sehr koffeinlastig, wie zum Beispiel der Kaffee oder ein Matcha oder ein Grüntee oder eine Cola. Ich hoffe zwar nicht, dass du zum Frühstück eine Cola trinkst, aber wenn, dann würde die auch wegfallen jetzt für die 369-Reinigung oder den lebensschonenden Vormittag. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was esse ich dann zum Frühstück bei einer 369? Das Tolle ist, bei den ersten 3 Tagen ist man noch ziemlich frei, wie der Morgen gestaltet ist. Man sagt also, man reduziert 50% von allen Fetten.
Für mich ist es so, dass ich natürlich da schon in den ersten 3 Tagen komplett fettfrei unterwegs bin. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen freigestellt. Und wie das ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Wir starten also in die Phase 1. Sie heißt die 3. Die Vorbereitung. Die Leber wird hier vorbereitet. Die ersten 3 Tage sind für mich dann doch schon sehr herausfordernd, weil man das Salz komplett weglässt und natürlich den Fettkonsum komplett reduziert. Und Salz und Fett, das macht ja für uns diesen Geschmack aus. Es sind Geschmacksträger und das braucht dann schon eine kleine Gewöhnung. Aber warum machen wir es? Wir machen es für unsere beste Freundin, die Leber. Und es sind ja nur 9 Tage. Als kleiner Trick habe ich mir angewöhnt, Sprossen zu verwenden oder auch gern Zitronen- und Limettenwasser ein bisschen überall drüber zu gießen, weil das dann so einen gewissen Geschmack verleiht. Gerade Sprossen sind ja sehr würzig und ja, es ersetzt für mich tatsächlich das Salz und das Fett in dieser Zeit und gibt eine tolle Abwechslung in die Mahlzeiten. Generell darf man die Mahlzeiten in dieser Phase noch relativ frei wählen. Natürlich ist einem vorgegeben, welche Früchte und welches Gemüse sehr heilsam für die Leber ist und sehr vorbereitend, wie zum Beispiel die Zucchini oder der Apfel und die Datteln. Wie schon erwähnt, die radikalen Fette wie zum Beispiel Nüsse, Öle, Avocado oder auch tierische Produkte werden radikal auf 50% reduziert und am besten erst am Abend verzehrt. Wenn überhaupt. Ich lasse es zum Beispiel gleich ganz weg, weil ich einfach schneller in diese Vorbereitung oder in diese Entgiftung reinkommen möchte. Und selbstverständlich muss noch gesagt werden, dass natürlich auf Milchprodukte verzichtet wird, auf Eier, Rapsöl und alles vom Schwein. Habe ich Gluten gesagt? Auf Gluten wird natürlich auch verzichtet. Wirklich vorgegeben in dieser Phase sind vor allem Äpfel und Datteln. Und das ist so speziell, dass man wirklich immer wieder angehalten wird, diese Zwischensnacks zu halten, so dass die Nebenniere gut arbeiten kann und in dieser Partnerschaft mit der Leber total sich gut vorbereiten kann auf das, was wir die nächsten Tage vorhaben. Dann kommt die Phase 2. Sie nennt sich die 6 und es ist die innerliche Reinigung. Also, wir haben diese Morgenroutine. Wir beginnen mit einem halben Liter Zitronenwasser oder Limettenwasser. Dann 20 Minuten später kommt der Staudenselleriesaft, einen halben Liter davon. Und später kommt der Leberheilsmoothie dazu. Was auch noch dazu kommt, sind sehr viel Spargeln und Rosenkohl. So ganz ohne Fett und Salz ist es nicht ganz so geil, aber es ist so, dass man sich beim Essen einfach denkt, okay, liebe Leber, ich mache das für dich, ich mache das für dich. Und wir sind ja schon bei Tag 4, 5 oder 6. Was mich doch immer wieder beeindruckt bei dieser Leberreinigung ist, wie verschieden man die Rezepte gestalten kann, obwohl man immer wieder auf die gleichen Früchte oder Gemüse zurückgreift. In den Büchern Heile deine Leber oder Heile dich selbst von Anthony William gibt es auch enorm viele Rezeptvorschläge. Ja, und was an diesen Tagen auch auffällig ist, dass man echt viel snacken muss. Also es ist nicht so, dass man snacken darf, man sollte wirklich snacken, weil der Körper mit all diesen Früchten und den Gemüsen arbeitet. Also jede Frucht und jedes Gemüse hat eine bestimmte Rolle für diesen Reinigungsvorgang. Das heißt, man ist dann schon ein bisschen dran, jetzt ist wieder Zeit, Apfel, ich komme, oder es gibt ja auch Apfelmus und so weiter. Also ich glaube, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, aber es wird gesnackt. Ja, und da kommen wir auch schon zu Phase 3 und die wird genannt die 9. Die Ausscheidungsphase. In der 9 gibt es vorwiegend nur noch rohes Essen. Und am letzten Tag, und das ist oft der Lieblingstag von den Teilnehmern, das ist der Smoothie-Tag. Aber schauen wir uns erstmal Tag 7 und 8 an. Wir starten wie bei allen Tagen wieder mit einem Limetten- oder Zitronenwasser. Einen halben Liter davon. 20 bis 30 Minuten später kommt der Staudenselleriesaft.
Und danach, wie auch von Tag 3 bis 6, kommt dann der Leberheilsmoothie. Übrigens zum Leberheilsmoothie, der ist mega lecker, der wird aus der Drachenfrucht gemacht und das ist immer ein totales Highlight für mich. Man kann den aus der frischen Drachenfrucht machen oder sich auch ein Pulver besorgen. Zum Mittagessen gibt es auch ein paar Variationen, ein paar Vorschläge. Ich mag zum Beispiel die rohe Spinatsuppe mit Gurkennudeln drüber und kräftig gewürzt mit Knoblauch. Das ist auch eigentlich so ein Highlight von mir. Ja, und am Nachmittag gibt es dann noch eine extra Portion Hydration und zwar der zweite Selleriesaft, auch wieder 500 Milliliter davon. Ja, und zum Abendessen spielen wieder Spargel, Rosenkohl die Hauptrolle. Schön garniert mit ein bisschen Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Kürbis. Ja, und der Tag 9, ich habe schon ein bisschen angeteasert, das ist wirklich oft der absolute Lieblingstag der Teilnehmer. Das ist der Safttag. Die Smoothies für diesen Tag sind einfach super, super lecker. Und man befindet sich zu diesem Zeitpunkt auch auf einem Hoch. Weil man weiß, die Leber lässt jetzt los. Alles hat sich gelohnt, das ganze Durchhalten. Ah ja, und da möchte ich noch was zurücksagen zu der Phase 6, also von Tag 3 bis 5. Das ist auch oft eine emotionale Phase. Ich mache die Erfahrung, dass man nicht nur körperlich so reinigt, sondern auch tatsächlich emotional und dass man manchmal vielleicht ein bisschen weinen muss, weil die Leber ja doch ein Organ ist, was die Emotionen festhält oder wo Emotionen gespeichert sind, die man zu einem gewissen Zeitpunkt nicht überwinden konnte. Und für mich ist es immer super heilsam, wenn ich da auch einfach mit ein paar Tränen mich reinigen kann und mich auf meinem Weg weiter bewege, weil Heilung oder Reinigung bedeutet ja auch immer auf geistiger Ebene, dass man ein Stück weiterkommt. Und an Tag 9 weiß man dann, okay, und jetzt wird es losgelassen. Und dieses Loslassen, deswegen machen wir unsere Kurse, also das Kursende immer auf ein Wochenende, damit man schön zu Hause sein kann, in der Nähe von der Toilette, weil es tatsächlich so ist, dass der Körper da auch wirklich loslässt. Und dass man oft auf Toilette geht und sich so von diesem ganzen Mist, der sich über die Jahre angesammelt hat, befreien darf. Ja, an diesem letzten Tag bin ich wirklich oft so euphorisch und total energiegeladen. Die Haut glänzt und ja, man denkt einfach, super, jetzt habe ich die Zeit um mehrere Jahre zurückgedreht, mir geht es so gut. Und es ist einfach so ein schönes Erlebnis zu wissen, dass man dem Körper tatsächlich 1:1 helfen kann. Man kann ihn an der Hand nehmen und Dinge für ihn machen, die ihm so gut tun und ihn wiederbeleben. Passend zu der Leberreinigung mache ich auch gerne immer wieder eine Lebermeditation, einfach um mich mit diesem Organ zu verbinden. Es gibt im Buch Heile deine Leber eine Meditation dazu. Für unser 369 Leberreinigungsprogramm haben wir extra eine Meditation entworfen, die ich persönlich mega liebe. Ich liebe es, hier in Verbindung zu treten und diesen ganzen Reinigungsvorgang noch zu verstärken. Oft beginnen wir Dinge und sie sind vom Kopf aus gesteuert. Ja, ich entscheide mich, ich mache jetzt diese Reinigung und so weiter und so fort. Was diese Leberreinigung in sich trägt, ist aber noch viel mehr als einfach die Entscheidung, sich auf körperlicher Ebene zu reinigen. Es ist wirklich ein in Beziehung treten mit einem Organ, welches Tag und Nacht mit uns arbeitet. Und für mich kommt jedes Mal so eine Dankbarkeit hoch und die Beziehung zu meinem Körper und diese Feinfühligkeit, was er wirklich braucht, verstärkt sich immens, so dass ich jeweils nach diesen Reinigungen wieder noch eine engere Beziehung habe. Ein bisschen so, als würde man so ein Partnerschaftsprogramm teilnehmen mit seinem Partner und danach ist die Beziehung besser. So in etwa kann man sich das vorstellen. Wir veranstalten regelmäßig diese Leberreinigungswebinare mit Live-Zooms, Workbooks, Erklärvideos und der Heilmeditation. Du findest die Beschreibung direkt auf der Homepage www.chronisch-ehrlich.ch. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob du bereits eine Leberreinigung hinter dir hast und wenn ja, wie es für dich war, was so deine Erfahrungen sind und wenn nein, was du brauchst,
um damit endlich anzufangen. Ich hoffe, dass ich dich begeistern konnte, einerseits für dieses wunderbare Organ und andererseits für die Möglichkeit, dass wir ihr helfen können mit der 369 Leberreinigung. Hier findest du unseren Videoblog zu der 369 Leberreinigung. Es wird ab Montag online geschaltet. Und hier findest du ein passendes Video zur Leberreinigung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!